Stellen Sie sich vor, ein Mann, kaum 20 Jahre alt, erbt ein kleines Königreich. Nur 13 Jahre später liegt ihm die bekannte Welt zu Füßen. Das ist die Geschichte von Alexander dem Großen, dem legendären Feldherrn. Doch wie konnte ein einziger Mann in so kurzer Zeit ein Weltreich schaffen? Und warum zerfiel es fast augenblicklich wieder? Geboren 356 v. Chr. In Makedonien, war Alexander kein gewöhnlicher Prinz. Sein Vater, Philipp II., war ein brillanter Stratege, der die Armee reformierte. Doch für die Bildung seines Sohnes engagierte er den größten Denker seiner Zeit, den Philosophen Aristoteles. Er lehrte Alexander nicht nur Philosophie und Politik, sondern auch die Liebe zur griechischen Kultur. Nach der Ermordung seines Vaters bestieg der junge Alexander den Thron, schlug Aufstände nieder und richtete seinen Blick nach Osten, auf das riesige Persische Reich, den Erzfeind der Griechen. Im Jahr 334 v. Chr. Begann der Feldzug. Mit einer Armee, die zahlenmäßig weit unterlegen war, überquerte Alexander den Hellespont. Was folgte, war ein Siegeszug, der bis heute seinesgleichen sucht. Seine Taktik war revolutionär. Das Herzstück seiner Armee war die makedonische Phalanx, eine Wand aus bis zu 5,5 Metern langen Speeren, die unaufhaltsam vorrückte. Gepaart mit der schlagkräftigen Elitekavallerie, die er persönlich in die entscheidenden Lücken der feindlichen Linien führte, war seine Armee fast unbesiegbar. In den Schlachten am Granikos, bei Issos und schließlich bei Gaugamela zerschmetterte er die persische Macht und zwang den Großkönig Darius zur Flucht. Doch Alexander war mehr als nur ein Eroberer. Wie verwaltet man ein Reich, das sich von Griechenland bis an die Grenzen Indiens erstreckt? Seine Lösung war radikal: Integration, nicht Unterdrückung. Er gründete über 70 Städte, viele davon mit dem Namen Alexandria, als Zentren griechischer Kultur und Wissenschaft. Er übernahm persische Hofrituale, kleidete sich wie ein persischer Herrscher und förderte Ehen zwischen seinen Offizieren und einheimischen adligen Frauen. Er wollte nicht einfach nur herrschen, er wollte eine neue, gemischte Kultur schaffen. Eine Vision, die bei seinen eigenen makedonischen Soldaten oft auf Widerstand stieß. Sein unstillbarer Ehrgeiz trieb ihn immer weiter, bis nach Indien. Dort aber, nach Jahren ununterbrochener Kämpfe, meuterten seine erschöpften Truppen. Sie weigerten sich weiter in ein unbekanntes Land vorzudringen. Zum ersten Mal musste Alexander umkehren. Auf dem Rückweg erreichte er Babylon, die geplante Hauptstadt seines neuen Weltreiches. Und dann, auf dem Höhepunkt seiner Macht, geschah das Unfassbare. In Babylon bekam er Fieber und starb innerhalb weniger Tage, mit nur 32 Jahren. Die Ursache? Ein Rätsel bis heute. Malaria, eine Infektion oder doch Gift? Er hinterließ keinen klaren Nachfolger. Sein Reich, das nur durch seine Persönlichkeit zusammengehalten wurde, war dem Untergang geweiht. Sofort stürzten sich seine Generäle in brutale Machtkämpfe. Das Weltreich zerfiel in verfeindete Königreiche. Alexanders Traum einer vereinten Welt war gescheitert. Und doch, sein wahres Mächtnis war nicht das Reich selbst, sondern die Kultur, die es hinterließ. Die griechische Sprache, Kunst und Wissenschaft verbreiteten sich im gesamten Orient und schufen eine neue Epoche, den Hellenismus. Das Reich war zerfallen, aber die Welt, die Alexander geschaffen hatte, lebte weiter.